سلام، من مریم هستم و به صورت داوطلبانه با گروه یوآرهیر همکاری میکنم. تعریف کلی که میشه از کار داوطلبانه داشت این هستش که ما انسان‌ها در زندگی روزمرمون به کمک دیگران احتیاج داریم و بدون کمک همدیگه نمیتونیم نیازهامون رو برطرف کنیم. به خاطر همین کار داوطلبانه انجام میدیم و همینطور هم که از اسمش پیداست این کار باید از روی میل و رغبت باشه، نه از روی اجبار. دلیل اصلی این که من تشویق شدم که کار داوطلبانه رو شروع کنم این بود که من تو ایران هم این کار رو انجام میدادم و وقتی که وارد آلمان شدم تصمیم گرفتم که اینجا هم چرا که نه انجام بدم و اول از همه این کار به خودم آرامش میده. همینطور باعث میشه که من توی علاقه‌ای که دارم پیشرفت کنم، استعدادهای خودم رو بشناسم، اونا رو رشد بدم و به همین خاطر من از طریق یه دوست عزیز به این گروه دعوت شدم و اینجا که اومدم خیلی خوشم اومد چون تمام کسایی که اینجا کار میکنن هر کدوم از یه کشوری هستن و ما میتونیم با هم آشنا بشیم، با فرهنگ هم آشنا بشیم، چیزای جدید از هم یاد بگیریم و این خیلی برای من جالب بود. Jo meine Freunde, ich bin Alex Zio, bin 30 Jahre alt, komme aus Nürnberg, bin Filmemacher und Online-Aktivist und mein Ehrenamt ist Umweltschutz. Mein Ehrenamt teilt sich in verschiedene Bereiche auf. Es kann sein, dass ich jetzt zum Beispiel morgens eine Idee habe, wo ich mehr recherchieren möchte im Internet. Ich fange an, Fragen online zu stellen auf verschiedenen Plattformen, zum Beispiel auf Facebook, Reddit, Twitter und fange an, Diskussionen loszutreten und mich inspirieren zu lassen, als auch andere zu inspirieren durch die Diskussion. Es kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel online bei Facebook teile, dass ich eine Aktion starten möchte in ein paar Tagen, Leute suche, die vorbeikommen wollen, um zusammen dann Müll zu sammeln und wir uns dann einfach treffen und so dann immerhin teilweise so 10 Leute zusammenkommen, die die Stadt sauber machen. Ich persönlich bin aktiv geworden, weil mir aufgefallen ist, wie viele Leute selbst Ideen haben und eigentlich gerne losgehen wollen würden, aber es nicht tun. Und weil ich sehr, sehr viele Menschen um mich herum hatte, wo ich das Gefühl hatte, dass da nichts passiert, bin ich selber losgegangen und habe angefangen mit ganz, ganz kleinen Aktionen, um mir selbst mal ein Bild zu machen, was man alles machen kann. Für mich persönlich bedeutet Ehrenamt, sich aktiv für die Gesellschaft einzusetzen, sein Auge auf die Dinge zu richten, die einem auffallen, sich da selbst einzusetzen, nicht darauf zu warten, dass jemand anfängt und eben die Welt um sich herum ein bisschen besser zu machen, als auch für die anderen. Ich würde sagen, jeder Einzelne von uns hat die Möglichkeit, ein Ehrenamt einzunehmen. Wir brauchen dabei nicht aktiv in einer Organisation mitmachen, wir können damit schon mit kleinen Sachen anfangen und sei es, dass wir uns ein bisschen Zeit für andere Menschen nehmen. Wir selbst können davon auch profitieren, wir sind vielleicht weniger allein, wir können anderen ein gutes Vorbild sein und das ist ja auch genau das, was wir gerne hätten, einfach Vorbilder, die uns zeigen, wie etwas läuft. Aber manchmal muss es eben auch erstmal Leute geben, die vorangehen und wir sollten nicht darauf warten, dass wir eine riesige Gruppe sind, bevor wir anfangen, sondern wir können als Einzelne losgehen und wenn wir das Ganze lang genug betreiben können und vielleicht ein Jahr anderen Leuten vormachen, dann werden wir selbst sehen, dass es da ganz viele Menschen da draußen gibt, die das auch super gerne machen und vielleicht aber einfach nicht wussten, wie sie damit anfangen sollen und durch uns animiert werden, auch mitzumachen. Und auf einmal sind wir nach einem Jahr schon eine riesige Gruppe, die zusammen etwas Schönes machen kann. Ich bin Samir. Mein Ehrenamt ist das internationale Kochprojekt Refugee Kitchen. Ich habe mich bei diesem Projekt engagiert, um etwas für die Menschlichkeit zu tun und für mich persönlich, damit ich mehr über das Leben lernen kann. Ich habe das Projekt Refugee Kitchen mitgegründet. Unser Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, wo Freundschaften entstehen können zwischen Einheimischen und Geflüchteten. Wir sehen uns nicht als Hilfsprojekt an, sondern als Freundschaftsprojekt. Denn die Geflüchteten von heute sind die hilfsbereitesten Nachbarn von morgen, sind die fleißigsten Mitarbeiter, sie sind die treuesten Mitbürger von morgen. Ich versuche bei allen Refugee Kitchen Veranstaltungen dabei zu sein
Ich begrüße die Gäste, ich erkläre den Ablauf, ich koordiniere die Arbeit anderer Ehrenamtlichen, ich lade die neuen Gäste, uns besser kennenzulernen und ich versuche sie zu motivieren, sich bei uns zu engagieren, denn wir sind immer auf der Suche nach neuen Ehrenamtlichen. Für mich persönlich bedeutet das Ehrenamt eine Art Ausbildung. Im Gegensatz zu der Uni-Ausbildung, wo es sich um eine fachliche Ausbildung handelt, Ehrenamt ist eine gesellschaftliche Ausbildung und am Ende bekommt man viel mehr als ein Unidiplom. Man bekommt Freundschaften und lernt man viel mehr über das Leben. Ich gehöre zu den 100.000 Ehrenamtlichen in Nürnberg. Ich hoffe, ich kann andere motivieren, sich uns anzuschließen. Jeder kann sich engagieren. Es gibt viele Themen und Bereiche, wo man sich engagieren kann. Manchmal ist es zu viel Arbeit, aber ich verspreche euch, es macht Freude. Ihr werdet es nicht bereuen. Jeder kann sich engagieren. Auch du!